Sehr geehrter Herr Kommissar, geschätzte Damen Ministerinnen, es ist ja sehr selten, dass man das so sagen kann, sehr geehrter Herr Generalsekretär der Regional Cooperation Councils, sehr geehrte Exzellenzen, geschätzte Kolleginnen und Kollegen Bürgermeister, meine sehr geehrten Damen und Herren. Der Dialog und Austausch mit unseren Nachbarn aus dem Donauraum und dem Westbalkan hat im Wiener Rathaus Tradition. Immer wieder haben wir in den letzten 20 Jahren hier ins Wiener Rathaus eingeladen und wichtige Fragen der europäischen Integration diskutiert. Heute machen wir das vor dem Hintergrund der britischen Abstimmung über die Mitgliedschaft in der Europäischen Union. Ich bin dankbar, dass sich Herr Kommissar Hahn in diesen für Europa so wichtigen Tagen die Zeit genommen hat, mit uns über die europäische Integration im Donauraum zu diskutieren. Dafür möchte ich dir meinen besonderen Dank aussprechen. Sei herzlich willkommen, lieber Freund, in deinem Rathaus. Meine sehr geehrten Damen und Herren, die Entscheidung der Bürgerinnen und Bürger Großbritanniens ist selbstverständlich zu respektieren. Ich persönlich gesehen bedauere sie dennoch. So schmerzlich es auch ist, ein Gründungsmitglied der Europäischen Union zu verlieren, wir werden uns weiterhin bemühen, die bestmögliche Zusammenarbeit mit Großbritannien weiterzuführen. Natürlich gibt es dabei noch eine große Menge an Herausforderungen. Finanzkrise, sozialer Zusammenhalt, Migration, um nur einige zu nennen. Aus meiner Sicht können wir diese nur gemeinsam in Europa lösen. Ein Rückfall in nationale Egoismen kommt für mich nicht in Frage. Wien war immer offen für gemeinsame europäische Lösungen und Wien wird immer offen für gemeinsame europäische Lösungen auch in Zukunft sein. Das heißt nicht, dass wir mit allem einverstanden sind, was die Europäische Kommission vorbereitet oder Rat und Europäisches Parlament beschließen. Aber wie das in einer guten Partnerschaft eben ist, wir tauschen unsere Argumente aus, wir bringen unsere Interessen ein, wenn notwendig auch mit erhobener Stimme. Und wir bündeln unsere Kräfte, indem wir mit Freunden und Gleichgesinnten unsere Interessen in der Europäischen Union gemeinsam vertreten. Ladies and gentlemen, dear Commissioner Hahn, dear ministers, both ladies and gentlemen ministers, as I'm happy to say, dear Secretary General, Excellencies, dear colleagues and mayors who have come here today, ladies and gentlemen, dialogue and exchange with our neighbors from the Danube region and the West Balkans have a long-standing tradition here at Vienna City Hall. Over the past years, we have invited our friends and partners on many occasions to discuss important issues of EU integration. Today, this invitation was issued before the backdrop of the UK referendum on British membership of the European Union. It is a key moment in the history of the European Union, and I am particularly grateful for Commissioner Johannes Hahn for joining us to discuss EU integration in the Danube region at this very key moment of EU history. Thank you very much for coming, and a cordial welcome to your City Hall, Gio. As regards the British referendum, of course, we must respect the decision taken and voiced by the British people. But personally, I must express my deepest regrets on that decision. Although it is always very hard to lose a member, and it will be very hard for the European Union to lose a founding member of the Union, we will continue to do our very best to seek the best possible cooperation with the United Kingdom in the future as well. And there are many other challenges that remain for the European Union: financial crisis, social cohesion, and migration, to name only some of them. I strongly believe that there is only one way to solve these challenges, and that is by taking action together. Relapsing into egoistic national self-interest is not an option, clearly not an option. Vienna has always been open to joint European solutions, and we will certainly remain open to joint European solutions. Die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister der EU-Hauptstädte setzen sich in der Wiener Deklaration vom April 2015 für eine starke Stimme in Europa ein. Eine Initiative, die wir dir, Herr Kommissar,
zu verdanken haben und wofür wir auch dankbar sind. Wir unterstützen folgerichtig die Urban Agenda der Europäischen Union mit den 3 Partnerschaften zu städtischer Armut, sozialem Wohnbau und Luftqualität. Wir, die europäischen Städte, müssen den sozialen Zusammenhalt sichern. Wir wollen keine Zustände, in denen Arm und Reich immer mehr auseinanderdriften. Deshalb unterstützt Wien im Besonderen die Partnerschaft zum sozialen Wohnbau. Wir sehen diese als einen elementaren Bestandteil der Daseinsvorsorge, welche von der öffentlichen Hand und hier vor allem von den Städten gesichert werden muss. Dafür setzen wir uns sowohl in Brüssel als auch in unseren eigenen Ländern ein. Das EU-Wettbewerbsrecht, die Vergabegesetze oder auch die Freihandelsabkommen dürfen nicht zu einem Türöffner für Privatisierungen oder das Zurückdrängen von öffentlichen Dienstleistungen in Europa werden. Ladies and gentlemen, standing with the EU, of course, does not mean that we agree with everything that is prepared by the Commission and adopted by the Council and the Parliament. But as it is in a good partnership, we exchange arguments, we express our interests, and we may do so in a raised voice if necessary. But then we join forces with our friends and like-minded partners to exchange and represent our interests in the EU. For example, the mayors of the EU capital cities in April 2015 adopted the Vienna Declaration for a strong voice in Europe. And here I would like to again thank Commissioner Hahn for making this possible and helping us. We support the EU urban agenda with 3 partnerships. These partnerships are on urban poverty, social housing, and air quality. We, and that is the European cities, must ensure the future of social cohesion. We do not envisage a future where the rich and the poor drift apart increasingly. So Vienna especially supports the social housing part of this partnership. We believe that social housing is a key part of services of general economic interest. These services must be provided and ensured by the public sector and by the cities in particular. And that is what we talk about in Brussels and in our own countries. EU regional competition rules, public contracting laws, and free trade agreements must not open the door to privatization and to those who would like to push back public services in the European Union. Meine sehr geehrten Damen und Herren, darüber hinaus müssen wir aber auch selbst unseren Beitrag leisten und für eine gute und starke Verwaltung sorgen, welche die Leistungen für die Bürgerinnen und Bürger und die Wirtschaftstreibenden erbringen kann. Das ist auch das Leitmotiv unserer Konferenz, wenn wir von Public Governance and the Foundation of European Integration sprechen. Wir stehen zu einem starken öffentlichen Sektor mit einer sehr guten öffentlichen Verwaltung und sehen diese als Grundlage für einen funktionierenden Rechtsstaat. Daseinsvorsorge in hoher Qualität und Wohlstand für alle. Die Städte leisten dabei einen umfassenden Beitrag und nehmen die Verantwortung für die Bürgerinnen und Bürger auch gerne wahr. Ich bin stolz darauf, dass wir in Wien nicht nur von einer guten Verwaltung und Good Governance reden. Es ist uns klar, dass wir uns selber permanent weiterentwickeln müssen. Und das versuchen wir auch. Viele Governance-Programme der Stadtverwaltung wirken weit über Wien und Österreich hinaus. Mit der digitalen Agenda Wien leben wir Open Government und zahlreiche Partizipationsprojekte und frei zugänglichen Datensätze, sodass wir uns auf dem Weg zur transparenten Stadt befinden. Beim Common Assessment Framework, dem europäischen Qualitätsmanagementsystem für den öffentlichen Sektor, ist Wien federführend an der Weiterentwicklung beteiligt. Und mit der Smart City Strategie machen wir Wien zukunftsfit und haben auf den Weg zur Ressourcenschonung, Lebensqualität und Innovation und Governance im Jahre 2050 festgelegt. Keine Sorge, ich führe diese Liste nicht weiter. Aber ich möchte festhalten, dass wir unser Wissen und unsere Erfahrung gerne teilen. Ich sehe dies nicht als eine Einbahnstraße, sondern als gegenseitiges Befruchten. Ich bin immer wieder überrascht, welche inhaltlichen Innovationen, Ideen Kolleginnen und Kollegen aus anderen Staaten und Ländern aufwarten und zeigen, wir können hier auch noch viel lernen. Ladies and gentlemen, we must contribute to a good and strong public administration at the service of both our citizens and the business community.
This is the very guiding principle, the leitmotif of our conference as we talk about public governance as a foundation for EU integration. We are committed to a strong public sector, and we believe that this is the essential basis for a functioning state based on the rule of law, services of general interest, of high quality, and prosperity for everyone. Cities must contribute, and they do contribute comprehensively and they are happy to assume the responsibility for their population. And I'm proud to say that in Vienna, we do more than just talk about good public administration and good governance. We are aware that we absolutely must continue to learn and to develop, and this is reflected in our actions. Many governance programs taken by the city administration have positive effects far beyond Vienna and Austria. For example, the Vienna Digital Agenda is a living part of open government. It is composed of many participation projects, and open access data sets are made available. We are on a good way towards becoming a transparent city with the Vienna Digital Agenda. Secondly, the Common Assessment Framework. This is the European quality management system for the public sector. Vienna has a major role in further developing the Common Assessment Framework. And as a third example, Smart City Vienna. This is a strategy that makes Vienna fit for the future. It works towards resource efficiency, quality of life, innovation, governance, and has a perspective towards 2050. Don't worry, I'm not going to continue this list forever. I just want to say we're happy to share our knowledge and to share our experience. And of course, this is not a one-way street. It is a mutual process, in my view. It is a mutually beneficial process at that. And I'm always surprised at the innovations and ideas our colleagues from other cities and countries come up with. It shows me that there is a lot for us to learn from them still. Meine sehr geehrten Damen und Herren, wir möchten mit der Konferenz unsere Nachbarn aus dem Donauraum und Südosteuropa bei der Annäherung an die Europäische Union unterstützen, wie wir das seit mehr als 2,5 Jahrzehnten auch in der Vergangenheit schon getan haben. Wir sehen die europäische Integration als Schlüssel zu Stabilität und Wohlstand für den Donauraum und Westbalkan und selbstverständlich auch für Zentraleuropa und für Wien. Ein funktionierender und starker öffentlicher Sektor sind hierfür eine Voraussetzung. Als Koordinator für die Governance-Fragen der EU-Donauraum-Strategie bietet sich Wien gerne als Vermittler an. Als Vermittler zwischen der Europäischen Union und den sogenannten Kandidatenländern bzw. Nicht-EU-Ländern, insbesondere dann, wenn es zu Fragen der Städtepolitik, Dezentralisierung und der lokalen Selbstverwaltung kommt. Es freut mich, dass das Bundesministerium für Europa-Integration und Äußeres und die Austrian Development Cooperation die Konferenz unterstützen und wir die Konferenz gemeinsam mit 3 hochkarätigen Partnern aus Südosteuropa organisieren können. Dies ist erstens die Regional Cooperation Council, welcher mit seiner Strategie Southeast Europe 2020 federführend zu Wachstum und Wohlstand in der Region beiträgt. Zum Zweiten die Regional School of Public Administration, welche die Weiterentwicklung der öffentlichen Verwaltung in den Ländern des Westbalkans betreibt. Und drittens unsere Freunde von NALAS, dem Städteverbund Südosteuropas. Als Präsident des österreichischen Städtebundes freut es mich besonders über diese Kooperation. Seit letztem Jahr ist der österreichische Städtebund auch assoziiertes Mitglied von NALAS und wir arbeiten mit NALAS eng bei Fragen der EU-Integration zusammen. Aus der Vergangenheit wissen wir, wie wichtig bei dieser Arbeit der direkte Draht zur Europäischen Kommission ist. Wir wollen die Städte und Städteverbände aus Nicht-EU-Ländern dabei unterstützen, Zugang zu den europäischen Institutionen zu bekommen. Ladies and gentlemen, by organizing this conference, we want to support our neighbors in the Danube region and southeastern Europe in moving closer to the European Union, as we have supported them for 2.5 decades already. EU integration for us is the key to stability and prosperity for the Danube region, the Western Balkans, and of course for Central Europe and Vienna just as well. A strong and functioning public sector is a prerequisite for this, of course.
As the coordinator for governance issues in the EU strategy for the Danube region, Vienna is always happy to act as a mediator between the European Union, candidate countries, and non-EU countries, especially when it comes to questions of urban policy, decentralization, and local self-government. I'm very happy that we are organizing this conference together with the Austrian Federal Ministry for Europe, Integration and Foreign Affairs, and with the Austrian Development Corporation. I'm especially glad to say that we have won the support and cooperation of 3 high-level partners from South and Eastern Europe in organizing this event today. That is firstly the Regional Cooperation Council. With its Southeastern Europe 2020 strategy, it is contributing decisively to growth and prosperity in the region. Secondly, a partner is the Regional School of Public Administration, which is supporting the development of public administrations in the Western Balkans. And thirdly, of course, NALAS, the network of associations of local authorities in Southeastern Europe. As a president of the Austrian Association of Cities and Towns, I'm particularly happy about this cooperation. Since last year, the Austrian Association of Cities and Towns has been an associated member of NALAS, and we work closely with them on issues of European integration. We know from the past how important direct contact with the EU Commission is in this work. And we want to support the cities and associations of cities in Southeastern Europe in getting this contact and access to EU institutions. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ein starker öffentlicher Sektor mit einer guten öffentlichen Verwaltung, Daseinsvorsorge in hoher Qualität für die Bürgerinnen und Bürger sowie kräftige Städte, welche in der Geschichte Europas immer schon eine zukunftsweisende Rolle gespielt haben. All das sehen wir als Voraussetzung für ein starkes Europa und als jenes, was wir zu liefern haben, den entsprechenden Wünschen der Bürgerinnen und Bürger. Nach der Konferenz werden wir unsere Aktivität fortführen und, wenn notwendig, die Kräfte bündeln im Danube Governance Hub. Der Danube Governance Hub ist eine Initiative von Wien und dem KDZ, dem Zentrum für Verwaltungsforschung. Er fungiert als Drehscheibe für Governance und Open Government im Donauraum und Westbalkan und steht allen Interessierten offen. Der Danube Governance Hub schafft keine neuen Institutionen. Er kümmert sich um die Weiterentwicklung der öffentlichen Verwaltung und nimmt eine Vorreiterrolle für Good Governance and Open Government ein. Darunter verstehen wir eine gute, moderne Verwaltung und die Zusammenarbeit von Städten, Regionen und nationalen Regierungen. Er vernetzt die Governance-Akteure der Region, macht eine Public Administration Reform und Governance-Tätigkeiten sichtbar, entwickelt gemeinsame Programme und ist Ansprechpartner für Governance-Fragen. Der Danube Governance Hub wird die europäische Integration vorantreiben, wenn notwendig Mittler zwischen dem Donauraum, Westbalkan und der EU sein. Meine sehr geehrten Damen und Herren, wir glauben daran, denn Good Governance und starke Städte der Schlüssel zu Stabilität und Wohlstand sind und davon der Donauraum, der Westbalkan und selbstverständlich auch Zentraleuropa profitieren können. Deshalb engagieren wir uns hier auch im Besonderen und ich wünsche Ihnen spannende Diskussionen und eine erfolgreiche Konferenz. Ladies and gentlemen, we are very clear about what we believe to be the prerequisites for a strong Europe. Strong public sector and a public administration that functions very well, services of general interest of high quality for our citizens, who are the ones we must keep in mind after all, and our strong cities, which have always played a key role in the history of the European Union. After this conference is over, we will continue our efforts and, if necessary, join forces in the Danube Governance Hub. This hub, we believe, is an important networking contribution for governance and open government in the European Union. It was initiated by the City of Vienna and by the KDZ Center for Public Administration Research. And, most importantly, it is open to all interested partners. It does not create any new institutions, but works for the further development of public administration and plays a pioneering role for governments and open government in this region. By that we understand a functioning and modern public administration and, most importantly, a close cooperation between cities, regions and countries.
The Danube Governance Hub is a networking forum for all stakeholders in this context, and it enhances the visibility of governance and public administration reform activities. It is a forum for programs for European governments and a contact point for issues in this context. It is happy to act as a mediator between the European Union, the Danube region, and the Western Balkans. Ladies and gentlemen, we believe that these mediation efforts are very important, and we are convinced that good governments and strong cities are the key to stability, prosperity, and other important developments in the Danube region, in Vienna, in the West Balkans, just about everywhere. And that is why we are committed so strongly to promoting these efforts. Ladies and gentlemen, on this note, I would like to wish you inspiring discussions and the very best of success for your conference. Thank you.